Lieber Widder, herzlich willkommen zu einem weiteren Video für dich. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Schauen wir, welches Thema auf dich zukommt. Spirituell, wow. Oder generell im To-Do-Alltag. Es geht sicherlich um dich, es geht sicherlich um dein Selbst und es geht sicherlich um die ewige Bewegung, die Kreise, die du ziehst, in der Hoffnung, dass kleine, feine Momente der Bestätigung, doch innerlich ist es immer gleich. Es ist wie mit dem Rauschmittel des Kaufens. Du kaufst, um dich gut zu fühlen, du kaufst dich glücklich und eine Stunde später weißt du gar nicht mehr, warum du es gekauft hast, weil du fühlst dich wieder wie vorher. Wow. Dead End, lieber Widder. Es wird intens. Wenn du Veränderung möchtest, schau dieses Video weiter an. Es geht um deine Erwartungen. Es geht um das, was Schall und Rauch ist. Und es geht darum, warum du diese Erwartungen hast. Die Tretmühle immer die gleiche. Und worum geht es hier wirklich? Wie viel bist du bereit, noch aufzugeben, weiter zu zahlen mit den kostbaren Minuten, mit der kostbaren Zeit deines Lebens? Im Endeffekt weißt du ganz genau, worum es geht, nämlich um das Nicht-Vorhandensein, um den leeren Platz an deiner Seite dir gegenüber. Du weißt, dass diese Zeit nicht mehr kommen wird, doch der Beweis, du möchtest es demjenigen beweisen und deswegen die Tretmühle. Es geht schlichtweg darum, dass in diesem Moment, und deswegen wurde auch erwähnt, dass die kostbaren Minuten und die kostbare Zeit deines Lebens verstreicht, die Liebe zum Leben nicht vorhanden ist. Einzig und allein von dir aus nicht vorhanden. Du tust, du machst, weißt wahrscheinlich selbst gar nicht warum. Genickbruch. Im Sinne, du wirst auf dem Hosenboden landen. Doch, das wird es brauchen, denn die Erinnerungen sollten verblassen, auf dass deine Zukunft glorreich werden kann. Wenn du am Alten festhältst, kann das Neue nicht kommen. Das Alte ist immer noch Part und Teil von dir. Doch es sollte nicht deine Zukunft werden. Es geht um dein Selbst, um die Akzeptanz deiner selbst, deines Selbstes. Doch wie soll das gehen, wenn du nicht einmal ein Bewusstsein hast für dein Selbst? Harte Worte, komm ins Nachdenken und vor allem schau genau hin. Beobachte dich selbst, hör in dich hinein. Die Intrigen im Außen, ein Spiegel deiner selbst.
Du intrigierst dir selbst gegenüber, beziehungsweise die Unehrlichkeit, die du dir selbst gegenüber lebst, wird dir im Außen gezeigt. Es geht um das Hinsehen, den Schleier lüften, den Mut zu haben, genau hinzusehen, die eigene Wahrheit zu erkennen und somit radikal in die Selbstakzeptanz zu kommen, ganz egal, wie du aussiehst, ganz egal, welches Manko du meinst zu haben, welche Eigenschaften und so weiter und so fort. Du wirst im Außen so wahrgenommen, wie du dich selbst wahrnimmst. Das heißt, wenn jemand zu dir etwas sagt, solltest du darüber nachdenken. Wenn jemand eine Handlung initiiert dir gegenüber, solltest du darüber nachdenken, wie du mit dir selbst umgehst. Deine wunschvollen Erwartungen, wir könnten sagen, viel zu hoch gegriffen, viel zu hoch geschrieben, viel zu hoch gestochen. Denn wie sollen sie denn erfüllt werden, wenn du nicht mal das Banalste in deinem Leben erkennst und selbst erfüllen kannst? Nämlich, du selbst zu sein, dich selbst zu erkennen. Wir sind alle auf dem Weg dorthin. Die Zeit ist jetzt. Mach die Augen auf. Schau nach innen. Lass die Trauer von dem oder derjenigen oder dem Ding, was nicht mehr ist. Sie hilft dir im Hier und Jetzt nicht weiter. All die Mühen, die du bis dato auf dich genommen hast, so geduldig, so ausharrend, die Sicherheit und Stabilität, ja, zuzuschreiben, dich zu vergewissern, dass du sie hast. Im Außen, das kann sich von einer Sekunde auf die andere ändern. Es ist ein Trugschluss. Die einzige Sicherheit, die du haben solltest, bist du selbst. Doch die hast du bei weitem nicht. Denn ansonsten wären jetzt diese Themen nicht dran. Das Neue darf kommen, ungeachtet deiner Erwartungen, denn sie werden deine Erwartungen übersteigen. Sie werden dann kommen im Außen, wenn du denkst, es ist alles in bester Ordnung. Dann genau wird in die Kerbe geschlagen, die du bis heute nicht erkennen wolltest. Doch sieh es als kleine Segnung, um an den Platz zu gelangen, an dem du sein sollst, hinkommen sollst,
auf das die Erwartungen, die du hast, nicht mehr Erwartungen sind und sein werden, sondern Überzeugungen. Der hellste Stern am Himmel. Er leuchtet hell und weiß wahrscheinlich selbst nicht mal, dass er der hellste Stern am Himmel ist. Wer weiß, was dieser für ein Selbstbild von sich hat, lieber Widder. Hier, wieder. Sie leiten dir den Weg. Sie sind vor dir den gleichen Weg gegangen. Doch du hast jetzt die Möglichkeit, dein eigenes Strahlen zu erkennen, dich hervorlocken zu lassen aus deinem Versteck, auf das du die Welt bereicherst, mit genau dem, was du tun sollst. Schau genau hin. Deine Wahrheit findest du nur in dir, nicht im Außen. Weder im Materiellen, da sowieso schon gleich gar nicht, noch im Status, noch unter deinen Freunden. Habe den Mut, hinzusehen, denn die wissen, sind die Gesegnetsten. Man muss erstmal lernen, ein Mensch zu sein, wenn man keiner ist. Vor allem ein Mensch zu sein in der Welt, die anscheinend die menschliche Welt ist. Harter Tobak, es wird intens, wir machen weiter im Extended, lieber Widder. Der Link ist hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bis gleich, wir freuen uns. Ciao!